Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Erikas Selbstgemacht. Heute dreht sich alles um die Gurke. Wie man aus diesen leckeren Gurken Sandwich-Gurken einkocht, das erfährst du jetzt in diesem Video. Wie immer Schritt für Schritt und die Zutaten kannst du unten auch nochmal in Ruhe nachlesen. Ich ernte jetzt als erstes ein paar Gurken. Ihr könnt diese natürlich auch im Laden kaufen. Dann werden sie erstmal in eiskaltem Wasser eine Weile eingelegt. Anschließend bürste ich die Gurken richtig gut ab, sodass die Stacheln abgehen und vielleicht noch kleine Reste von Erde. Die Gurken müssen richtig schön sauber sein. Wenn wir sie später einkochen und es ist noch Schmutz daran, kann es passieren, dass uns alles verschimmelt, also seid da ganz ordentlich. Wenn die Gurken dann sauber sind, geht's ans Schnippeln. Dann schneide ich hier mal ein Stückchen ab, auch hinten. Und dann schneiden wir die Gurken in Scheiben. So in etwa. So, die Gurken habe ich jetzt alle klein geschnitten. Ich habe jetzt hier 1 Kilogramm Gurken. Und ich ernte noch 2 Peperoni. Diese Sorte ist jetzt mild. Dann habe ich hier noch 2 Peperoni. Peperoni habe ich auch klein geschnitten. Dann habe ich hier noch Lorbeerblätter. Die sind jetzt aus dem Garten. Ich verwende jetzt hier frische, ihr könnt aber auch getrocknete verwenden. Und frischen Dill, den wasche ich erstmal gut. Den Dill habe ich jetzt einmal die dickeren Stängel weg und schneide den jetzt einmal grob. Das genügt schon. Alle Gläser und Deckel und Gummi müssen wir vorher sterilisieren. Ich koche sie dazu für 10 Minuten ab, anschließend abtrocknen lassen. Jetzt füllen wir unsere Gläser. Pro Glas gebe ich einen Teelöffel Senfkörner hinein. Dann gebe ich in jedes Glas bunte Pfefferkörner. Ich habe jetzt 6 Pfefferkörner pro Glas, 2 grüne, 2 schwarze, einen weißen und einen roten. Ihr könnt natürlich auch nur schwarze verwenden, wie ihr das daheim habt. Dann habe ich hier noch Wacholderbeeren. In jedes Glas gebe ich 2. Die quetsche ich jetzt einmal nur an. Dann gebe ich Lorbeerblatt hinein. Ich habe jetzt hier frische, ihr könnt auch getrocknete nehmen. Jeweils ein Stück, das sind 2 kleinere. Da gebe ich 2 rein. Und dann habe ich hier noch Peperoni aus meinem Garten. Und da gebe ich jetzt auch überall noch so eine Prise hinein. So, das sind 2 Peperoni insgesamt, also in jedes Glas eine halbe. Ich habe mich dann entschieden, noch 2 weitere Gläser zu füllen, da doch die Gurken einfach zu viel waren für die 4 Gläschen. 2 Zwiebeln. Die Zwiebel halbiere ich und schneide sie einfach in so Halbringe, in feine Halbringe. Die Zwiebelringe werden dann in alle Gläschen verteilt. Dann
gebe ich schon mal überall etwas Dill hinein. Und dann verteile ich die Gurken. So, die Gurken, die drücken wir jetzt richtig schön rein, dass es richtig schön fest ist. Und dann geben wir noch zum Schluss überall nochmal ein Dill darüber. So, die Gläser habe ich jetzt gut befüllt. Passt auf, dass nichts am Rand ist, dass alles schön im Gläschen ist und alles fest hineindrücken. Als nächstes machen wir den Sud. Für 1 Kilo Gurken benötigen wir 750 Milliliter Wasser. Ich mache übrigens hier die doppelte Menge, weil ich noch was anderes damit eingelegt habe. Dann benötigen wir 500 Milliliter Weißweinessig. Der hat jetzt 6%. 200 Gramm Rohzucker. Dann gebe ich noch 20 Gramm Salz hinzu. Ich nehme jetzt hier ein Steinsalz. Bitte verwendet kein Jodsalz. Ihr könnt auch Alpensalz verwenden. Aber wenn ihr Jodsalz verwendet, könnte das Ganze trüb werden und die Gurken matschig. Also verwendet unbehandeltes Salz. Und den Sud kochen wir jetzt einmal auf. Wenn ihr jetzt so viel Sud macht, ist das eigentlich kein Problem. Wenn ihr es nicht gleich verbraucht, füllt es einfach in sterile Flaschen ab, gebt es in den Kühlschrank und dann könnt ihr die nächsten Tage noch irgendwas anderes damit einlegen, wie zum Beispiel Zucchini. Ich habe an diesem Tag nämlich noch Zucchini mit eingelegt. Den Sud habe ich jetzt in einen Messbecher abgefüllt und jetzt füllen wir ihn auf die Gläser. Die Deckel natürlich auch mit sterilisieren. Das geben wir drauf. So ganz zum Schluss den Deckel, den Gummi darauf geben. Die habe ich natürlich auch alle abgekocht für 10 Minuten. Festhalten. Draufsetzen, kontrollieren, dass der Gummi überall richtig sitzt und dann geben wir gegenüberliegend die Klammern drauf. Unsere Gläser sind jetzt fertig und jetzt wecken wir sie oder beziehungsweise kochen wir sie noch ein. Ich koche die Gläser jetzt mit einem Einkochautomat ein. Dazu geben wir die Gläser zu 3/4 in das Wasserbad. Die Gläser sollten nicht in direkten Kontakt mit dem Boden kommen, sondern am Boden ist hier so ein Gitter. Wenn ihr es mit einem Topf macht, dann legt ihr einfach ein Geschirrtuch hinein. Wichtig ist noch, der Sud im Gläschen ist ja heiß, also füllt auch heißes Wasser in den Topf. Und dann beginnen wir mit dem Einkochen. Bei einer Temperatur von 90 Grad kochen wir dann die Gläser für 20 Minuten ein. Wenn die Einkochzeit abgelaufen ist, lasst ihr die Gläser noch ein wenig in dem heißen Wasser abkühlen und gebt sie dann erst heraus. Die Gläser lassen wir dann einmal komplett abkühlen, am besten über Nacht. Am nächsten Tag lösen wir dann die Klammern. Gefällt dir mein Kanal und meine Rezepte, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kostenlos abonnierst. Die so eingekochten Sandwichgurken sind jetzt für mindestens ein Jahr haltbar. Ihr solltet sie kühl und dunkel aufbewahren. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Zeit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Einkochen.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal hier bei Erikas Selbstgemacht. Bleibt's gesund. Servus.